Ich bin heute mit meiner Suzuki auf dem Trainingsplatz. Genau genommen war das schon im Herbst 2024. Als Saisonabschluss konnte ich dort mit meiner Suzuki GN 125 an einem offenen Motorradtraining teilnehmen. Ich versprach mir davon eine Mischung aus Sicherheitstraining und Moto Gymkhana, falls ihr davon schon mal gehört habt. Das Training fand in Bad Waldsee statt und wurde veranstaltet vom ansässigen Motorradverein und von Matthias, der den YouTube-Kanal Fahrlässig betreibt. Ich verlinke euch den Kanal und die Internetseite. Als ich am Platz mit meiner alten 125er auftauchte, kam ich mir zunächst etwas unpassend vor. Ich hatte definitiv das kleinste Motorrad mit der geringsten Leistung. Zudem hatte ich auch mein Topcase hinten drauf. Das habe ich dann schnell noch weggemacht. Nach einer kurzen Einweisung auf den Parcours ging es dann los. Ich fühlte mich sofort wohl und ich merkte, dass bei all den Slaloms meine Untermotorisierung kaum noch eine Rolle spielen würde. Trotz meines geringen Könnens ließ sich die Suzuki spielend leicht um die Pylonen steuern. Sie fuhr sich wie das sprichwörtliche Fahrrad. Ich weiß, dass sich manche große Motorräder aus dem Stand nur mit dem Po lenken lassen. Ich lernte das mal auf der BMW meines Schwiegervaters, als ich fast runtergefallen bin beim Versuch vom Hof zu fahren. Gerade bei dem langen Offset-Slalom kam es vor, dass ich den großen Maschinen auf die Pelle rückte. Ich wurde mit jeder Runde mutiger und riss den Lenker immer ruppiger herum. Die Suzuki folgte dem gutmütig. Zwischendrin bekam ich die ersten anerkennenden Kommentare. Dass das kleine Moped auf dem Parcours echt stark war, merkten nun auch die Fahrer der großen Maschinen. Die Beschleunigung und das Bremsvermögen waren völlig ausreichend, da das Tempo nirgends über 50 km/h betragen konnte. So, und jetzt halte ich mal ein bisschen meinen Mund und lasse euch einfach zuschauen. Ich zeige euch nachher noch meine Highlights und sage was dazu und am Ende gebe ich euch noch mein Fazit. Wie ich eingangs schon sagte, hatte ich Moto Gymkhana im Sinn, als ich zum Training fuhr. Ich wollte also gerne ganz enge Kurven und Kehren fahren. Das habe ich dann in diesem Abschnitt gemacht. Das gab mir einen kleinen Vorgeschmack darauf, was technisch noch möglich wäre mit ein bisschen Übung. Nachdem ich mich ein paar Runden warm gefahren hatte, wollte ich wissen, wie tief ich runterkomme. Zum einen fand ich nun besser den erforderlichen Radius und konnte zudem das Tempo gleichmäßiger halten. Und tatsächlich kam ich mit Schuh und Raste bis zum Boden. Das war gefühlt gar nicht so schräg, fühlte sich aber trotzdem cool an. Die
Die Sonne verschwindet gleich hinterm Horizont und es wird Zeit, dieses Training zu beenden und auch dieses Video. Aber vorher gebe ich euch noch mal ein kleines Fazit zum Schluss. Auf dem Motorradtrainingsplatz hat sich für mich gezeigt, wo die kleine Suzuki GN 125 ganz stark ist, nämlich im Handling. Ihr geringes Gewicht von 112 Kilogramm tragen dazu bei, sowie die angenehme Sitzhaltung und der gute Stand. Nie hatte ich das Gefühl, die Kontrolle oder gar das Gleichgewicht zu verlieren, und wenn doch, dann hätte ich sie auch mühelos fangen können. Diese Handlichkeit zeigt sich nicht nur auf der Trainingsstrecke, sondern auch im Alltag. Das fängt beim Ausparken aus der Garage an und endet beim Einparken in die kleinste Parklücke. Wo es eng wird, hebe ich einfach das Heck etwas hoch und schiebe die Suzuki rein, wo sie hinpasst. Hinzu kommt, dass der Motor für die Stadt absolut ausreichend stark ist. Und ich komme von jeder Ampel recht flott davon. Das fühlt sich dann immer ein bisschen an wie MotoGP, wenn ihr versteht, was ich meine. Und trotzdem möchte ich etwas an dieser Motorleistung ändern, sie erhöhen. Und das wird in den nächsten Videos Thema sein. Bleibt also auf jeden Fall dran. Vielleicht werde ich euch auch als nächstes die Fahreindrücke auf der Straße schildern, in Form eines kleinen Vlogs, wenn euch das interessiert. So oder so, ihr könnt dabei sein. Bis bald!